Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil meines Bauberichts über den Panzerkampfwagen 2 Ausführung C von Dragon im Maßstab 1:35. Ja, im ersten Teil des Bauberichts haben wir uns eingehend mit der ziemlich komplizierten Montage des Bausatzes und mit dem Sockel beschäftigt. In diesem Video hier geht es um die Lackierung und Alterung des Modells sowie um die Gestaltung der Szenerie. Kommen wir also gleich zur Sache. Um das Modell während des Lackierungsprozesses besser handhaben zu können, habe ich es in einige Komponenten zerlegt. Bauteile wie Ketten oder Laufrollen lackiert man am besten separat, indem man sie zum Beispiel auf Zahnstocher oder Schaschlikspieße steckt. Wie immer habe ich alle Bauteile zunächst mit schwarzer Acrylfarbe von Revell grundiert. Das sorgt für einen ebenmäßigen Untergrund für die folgenden Farbaufträge. Die Revell Aqua Acrylfarben sind außerdem sehr standfest sowie überschleifbar. Mehr können die speziellen Grundierer, die es so auf dem Markt gibt, eigentlich auch nicht, weshalb ich eigentlich fast alles mit diesen Revell Aqua Acrylfarben lackiere. Das sind einfach ziemlich gute Farben, die für meine Arbeitsweise ideal sind. Da die Luke des Turms geöffnet dargestellt ist und man daher ein bisschen was von der Innenausstattung sehen kann, habe ich als nächstes das Turminnere lackiert. Dafür habe ich die Farbe German Elfenbein von Life Color verwendet, welche dem Originalfarbton ziemlich gut trifft. Die Life Color Acrylfarben haben manchmal kein schönes Spritzbild, daher mein Tipp: mischt etwas Flow Improver und Verdünner von Vallejo bei, das führt zu einem wesentlich besseren Ergebnis. Nach der Trocknung habe ich die Öffnungen im Turm mit Schaumstoff und Klebeband verschlossen, damit keine andere Farbe ungewollt eindringen kann. Nun konnte ich mit der Außenseite des Modells weitermachen. Bis auf die Ketten wurden alle Komponenten mit Revell Matt 78 Panzergrau besprüht. Diese Farbe repräsentiert die dunkelgraue Tarnfarbe auf deutschen Fahrzeugen ziemlich treffend. Wir wollen zwar ein Fahrzeug des DAK darstellen, aber der erste Schwung an Fahrzeugen, welche im Frühjahr 1941 nach Nordafrika verlegt wurden, waren auf jeden Fall zuvor dunkelgrau lackiert und wurden entweder in Italien oder auch erst nach der Ankunft in Libyen mit einer sandgelben Farbe überlackiert. Diese verschiedenen Lackschichten wollte ich auch auf meinem Modell darstellen, daher war es notwendig, das Modell vorab erstmal dunkelgrau zu lackieren. Später sollte das Dunkelgrau zwar wie beim Original überlackiert werden, aber mit Hilfe der Haarspray-Methode an einigen Stellen wieder sichtbar gemacht werden, um ein möglichst realistisches Ergebnis zu erzielen. An diesem Punkt habe ich auch schon die ersten Abziehbilder aufs Modell aufgetragen, und zwar die 3 Balkenkreuze, die aus dem Bausatz stammen. Diese Markierungen waren natürlich schon auf den dunkelgrauen Fahrzeugen vorhanden und wurden meistens nicht überlackiert. Damit die Abziehbilder vor den folgenden Arbeitsschritten geschützt sind, habe ich das Modell noch mit Seitenmatten Klarlack von WMS versiegelt. Sicher ist sicher. Nun konnte es an die sandgelbe Lackierung und die Haarspray-Methode gehen. Die Haarspray-Methode ist eine sehr beliebte Technik, mit der sich großflächige verwitterungsbedingte Lackschäden sehr einfach darstellen lassen. Ich persönlich hatte mit der Technik anfangs große Schwierigkeiten, aber mittlerweile habe ich den Dreh raus und möchte meine Erfahrungen mit euch teilen. Welche Art von Haarspray man dafür benutzt, spielt eigentlich keine Rolle, zumindest soweit ich das ermessen kann. Ich habe 3-Wetter-Taft Power von Schwarzkopf verwendet. Wie man sehen kann, trage ich nur wenig Haarspray auf. 2 kurze Sprühstöße auf jede Fläche des Modells reichen vollkommen aus. Man darf auf keinen Fall zu viel Haarspray auftragen, das führt später zu großflächigen und damit unrealistischen Farbabplatzern. Tragt daher möglichst wenig Haarspray auf. Danach lässt man das Haarspray ungefähr 4 Stunden trocknen. Zu wenig Trocknungszeit führt wiederum zu großflächigen Abplatzern. Eine zu lange Trockenzeit macht den Prozess zwar etwas mühsamer, hat aber ansonsten keine schwerwiegenden Nachteile. Um die Balkenkreuze zu maskieren, habe ich Humbrol Maskol Abdeckmasse verwendet, welche ich mit einem alten Pinsel aufgetragen habe. Das sorgt für ein sehr definiertes Ergebnis. Als nächstes habe ich mich der Frage zugewendet, mit welcher Sandfarbe ich das Modell überlackieren sollte. Ich besitze zwar ein DAK Farbset von AK Interactive, das den passenden Farbton beinhaltet hätte, aber erstens finde ich diese Acrylfarben generell nicht gut in Bezug auf ihre Verarbeitbarkeit, zweitens eignen sich diese Farben nicht für die Haarspray-Methode und drittens waren die Farben mittlerweile wohl einfach zu alt
und somit so oder so unbrauchbar. Wie man sieht, das hat sich da so ein bisschen separiert und ich konnte das nicht wieder zusammenmischen leider. Daher habe ich mir mein eigenes Gelbbraun, wie die offizielle Bezeichnung dieses Farbtons in der Armee lautete, selbst aus Revell Acrylfarben zusammengemischt. Dabei habe ich mich ungefähr an der kaputten Farbe von AK orientiert, wobei ich mich für eine etwas gelbere und damit hellere Tönung entschieden habe. Das genaue Mischungsverhältnis kann ich euch leider nicht sagen, denn ich habe das einfach frei von der Leber weg angemischt und mir keine genauen Notizen gemacht. Die Grundlage war jedenfalls Revell Matt 16 Sandgelb mit größeren Anteilen von Matt 67 Grüngrau und Matt 89 Beige sowie ein bisschen Matt 88 Ocker und Matt 5 Weiß. Mit dieser Farbe wurde das Modell anschließend besprüht, wobei ich die Farbe bewusst ungleichmäßig und nicht überall vollständig deckend aufgetragen habe. Dies soll zum einen der etwas unordentlichen Feldumlackierung Rechnung tragen und zum anderen die ersten Abnutzungserscheinungen des Lacks darstellen. Unser selbst angemischtes Gelbbraun wirkt auf dem Modell jedenfalls ziemlich überzeugend. Es ist weder zu hell noch zu dunkel und hat ein relativ blasses Aussehen mit einem leichten Grünstich. Nach einer recht kurzen Trocknungszeit, welche den Revell Acrylfarben eigentümlich ist, konnte ich sogleich zum zweiten Teil der Haarspray-Methode übergehen, nämlich dem Erzeugen der Lackschäden. Hierbei schrubbt und kratzt man auf der Oberfläche mit einem befeuchteten Pinsel herum, bis sich das unter dem Lack befindliche Haarspray anlöst und zusammen mit der darüber liegenden Farbe eben abblättert. Neben Pinseln ist auch ein Zahnstocher ein hilfreiches Werkzeug, mit dem sich vor allem die Kanten gut bearbeiten lassen und realistische Kratzer erzeugt werden können. Dank der großzügigen Trocknungszeit, den standfesten Revell Acrylfarben und der sehr dünnen Haarsprayschicht entstehen nur sehr kleine Lackschäden und Abplatzer, welche erst nach längerer Behandlung zutage treten. Diese Mikrolackschäden wirken sehr realistisch und lassen sich mit anderen Techniken kaum so einfach und effektiv erzeugen. Das häufigste Problem sind zu großflächige Ablösungen der Farbe, was man durch meine Herangehensweise sehr gut vermeiden kann und zu einem tollen Ergebnis kommt. Je kleiner und steuerbarer die Lackschäden sind, desto besser ist es. Man sollte allerdings nicht den Zeitaufwand unterschätzen, denn ein ganzes Modell auf diese Weise zu bearbeiten, nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Das Ergebnis entlohnt den Modellbauer aber für alle Mühen. Damit wäre die Haarspray-Methode hinreichend erklärt und es kann weitergehen mit den übrigen Abziehbildern und der Detailbemalung. Ich habe auf ein Abziehbilderset von Start Eagles zurückgegriffen, und zwar das Set German Africa Mix 6, welches diverse Markierungen für Panzerkampfwagen 2 enthält. Daraus habe ich mir die Markierungen für ein Fahrzeug aus dem Panzerregiment 8 der 15. Panzerdivision ausgesucht, da ich mich beim Bau und der Ausstattung meines Modells stark an den Fotos dieses Fahrzeugs orientiert habe. Ich schätze zwar die große Auswahl von Start Eagles, aber qualitativ entsprechen die Abziehbilder nicht so ganz meinen Vorstellungen. Der Druck ist sauber, aber mich stört etwas die Materialstärke der Abziehbilder. Das erinnert mich ein bisschen an die Abziehbilder von Tamiya. Die sind einfach sehr dick und etwas störrisch. Trotz großzügigen Einsatz von Weichmacher passen die sich nur ungern an unebene Oberflächen an. Zum Glück kamen die Abziehbilder bei meinem Modell nur auf Flächen zum Einsatz. Das war ziemlich hilfreich. Unser Lack war zwar schon schön gealtert, aber die Markierungen sollten natürlich auch diverse Lackschäden aufweisen, um sich glaubwürdig in das Gesamtbild einzufügen. Daher habe ich etwas Gelbbraun und Panzergrau mit einem Stück Schaumstoff über den Markierungen aufgetupft, um an diesen Stellen die fehlenden Lackschäden zu ergänzen. Als Nebeneffekt konnte ich die Afrika-Palme auf subtile Art zensieren, damit ich das Modell auf Ausstellungen und auf YouTube ohne Probleme zeigen kann. Die Lackschäden überdecken auf clevere Art und Weise das Symbol, ohne dabei die Realitätsgetreue des Modells zu beeinträchtigen. Anschließend habe ich die Details des Modells vorsichtig bemalt. Das betraf hauptsächlich die Bewaffnung im Turm, die Zuladung, das Werkzeug, die Laufrollen und die Ketten. Hier lohnt es sich immer, sich etwas Zeit zu nehmen, denn gerade von diesen Details lebt das Modell am Ende. Neben dem Realismus sollte man auch immer im Blick haben, das Modell möglichst interessant aussehen zu lassen. Die farbliche Gestaltung der Zuladung bietet immer eine reizvolle Möglichkeit, dem Modell ein paar zusätzliche Farbakzente zu geben. Nach einer weiteren Schicht Seitenmatten Klarlack von WMS
konnte ich mich der weiteren Alterung des Modells zuwenden. Einer der wichtigsten Schritte bei der Alterung eines Modells ist dabei der Auftrag eines Ölfarbenwashes, womit sich alle Details am Modell betonen lassen und gleichzeitig ein erster allgemeiner Schmutzfilm erzeugt wird. Ich mische mir meine Ölfarbenwashes immer selber an. In diesem Fall habe ich eine 50-50-Mischung aus den Ölfarben Sepia und Black von der 502. Abteilung verwendet, welche dann mit dem Fast Dry Thinner derselben Marke verdünnt wurde. Es gibt natürlich auch fertige Washes zu kaufen, aber es gibt keine flexiblere und günstigere Methode, um im Modellbau Geld zu sparen, als sich diese Washes einfach selbst anzumischen. Da ist nicht viel dabei. Ich verwende auch gerne Feuerzeugbenzin als Verdünner, aber das Zeug ist relativ aggressiv und ich wollte nicht das Risiko eingehen, meine Lackierung mit einer Schicht wenig standfestem Haarspray dazwischen zu ruinieren. Der Verdünner der 502. Abteilung ist etwas milder und verringert das Risiko ungewollter Beschädigungen erheblich. Das Wash wurde danach auf dem ganzen Modell aufgetragen. Wie man sieht, sammelt es sich rund um die Details und in den Vertiefungen an und betont diese damit. Auf den Flächen bildet sich ein dezenter Film oder Schleier, welcher eine allgemeine Schmutzschicht auf dem Fahrzeug simuliert. Das Ölfarbenwash sorgt schon ohne viel weiteren Aufwand für ein deutlich überzeugenderes Aussehen des Modells. Es wirkt nun nicht mehr spielzeughaft, sondern dank der betonten Details schon ziemlich realistisch. Als nächstes kam eine etwas veraltete Methode zum Einsatz, nämlich das Trockenmalen der Kanten des Modells mit etwas Revell Matt 91 Eisen. Ich sehe das als Ergänzung zu den Lackschäden, denn durch das dezente Trockenmalen und Bürsten bekommen die Kanten und auch die Flächen des Modells einen leichten metallischen Glanz, der mir gerade bei Panzerfahrzeugen immer sehr gut gefällt. Es soll ja nicht wie lackierter Kunststoff aussehen, sondern wie eine beanspruchte lackierte Metalloberfläche. Nun fehlte noch eine dicke Staubschicht auf dem Modell, so wie es sich für ein in Nordafrika im Einsatz stehendes Fahrzeug gehört. Im Gegensatz zu Schlammeffekten ist die Darstellung einer Staubschicht sehr einfach zu erreichen. Ich mische dazu einfach etwas feingesiebte helle Erde mit etwas Pronal Express Holzleim, reichlich Wasser und einen Tropfen Spülmittel. Dieses Staubwash habe ich dann ohne besondere Rücksicht auf dem ganzen Modell aufgetragen. Der Klarlack, den wir nach der Lackierung aufgetragen haben, schützt unser Haarspray-Chipping vor dem Wasser in dem Staubwash. Anschließend habe ich das Modell sogleich mit dem Föhn getrocknet und natürlich fielen die Staubeffekte viel zu stark aus, was aber vollkommen normal ist. Man kann das leicht beheben, indem man mit einem befeuchteten Pinsel den überschüssigen Staub einfach abbürstet. Das kann manchmal mehrere Durchgänge erfordern, aber es ist grundsätzlich einfach in der Durchführung und man bekommt ein schönes Ergebnis am Ende. Der Kostenpunkt ist natürlich praktisch null und falls einem der Effekt überhaupt nicht gefällt, lässt sich alles sogar komplett entfernen, denn der beigemischte Holzleim ist wasserlöslich und somit kann alles wieder abgewaschen werden. Meiner Meinung nach schlägt kostenfrei und risikoarm eigentlich jede andere Methode, welche Acrylpasten, Pastellkreiden oder sonstige Mittelchen beinhaltet. Schwer zu toppen. Nachdem ich dann noch die Ketten aufgezogen habe, war der Panzer II fertig. Ich finde, an diesem Modell kann man sehr schön sehen, wie eine interessante Lackierung und ein paar einfache, aber entscheidende Alterungseffekte zu einem sehr ansprechenden Ergebnis führen können. Die meisten Arbeitsschritte sind nicht besonders schwierig und sollten auch für Anfänger gut nachvollziehbar sein. So kann man zu einem vergleichsweise schnellen, günstigen und zufriedenstellenden Resultat kommen, was natürlich auch immer sehr motivierend wirkt. So schön ein Modell auch ist, es lässt sich immer noch ein bisschen durch eine kleine Szenerie aufwerten. Dadurch bekommt das Modell einfach mehr Kontext und man kann es sozusagen in seiner natürlichen Umgebung sehen. Im ersten Teil unseres Bauberichts haben wir den Sockel mit der entsprechenden Bodentextur schon vorbereitet. Nun war es an der Zeit, den Sockel weiter zu gestalten und auch fertigzustellen. Zunächst wurde auch der Sockel schwarz grundiert und anschließend mit verschiedenen Sand-, Braun- und Grautönen besprüht. Das bildete eine farblich passende und griffige Unterlage für die folgenden Arbeitsschritte. Die finale Bodentextur unserer Wüstenszene wurde wieder mit diesem Staubgemisch erzeugt, welches wir schon für die Staubeffekte auf dem Fahrzeug verwendet haben. Ich habe lediglich eine dickflüssigere Mischung verwendet, also etwas mehr Holzleim und gesiebte helle Erde,
und dafür etwas weniger Wasser hinzugefügt. Es ist wichtig, hierbei auf die farbliche Kontinuität des Bodens und der Verschmutzungen auf dem Fahrzeug zu achten, damit sich am Ende alles glaubwürdig zusammenfügt. Mit dieser Erdpaste wurde daraufhin der Boden bestrichen. Wie schon im ersten Teil des Bauberichts erwähnt, hätte man auf diese Weise die Bodentextur auch schon in einem Zug herstellen können, bei Wüstenszenen wähle ich aber meistens dieses Vorgehen. Es hat keine besonderen Vor- oder Nachteile, sondern das ist einfach so eine Angewohnheit von mir. Auf die noch feuchte Oberfläche wurden dann noch weitere Steinchen und fein gesiebte Erde gestreut, um so eine realistische Bodentextur zu erzeugen, welche für die Geröllwüsten Nordafrikas passend ist. Man kann zusätzlich noch ein paar größere Felsbrocken ganz bewusst auf der Szene platzieren, um so für etwas mehr Abwechslung zu sorgen. Anschließend wurde der Panzer II auf den noch nicht ganz getrockneten Sockel platziert und die Kettenspuren in den Untergrund gedrückt, wofür ich die übrigen Kettensegmente des Bausatzes gut als Stempel verwenden konnte. Die Abdrücke sollten in diesem Fall nicht zu tief ausfallen, denn der Boden in so einer Wüste ist sehr felsig und hart. Damit war auch klar, wo das Fahrzeug später stehen sollte, so dass ich an diesem Punkt mit ein paar Tropfen Ponal-Holzleim das Ganze auch auf dem Sockel befestigen konnte. An dieser Stelle wurden auch alle übrigen Komponenten und Details, wie etwa die Figur und ein paar kleine Dornenbüsche, auf den Sockel geklebt. Ich halte meine Wüstenszenen generell eher schlicht, da in der Sahara meistens nur etwas Sand, Geröll und ein paar Dornenbüsche zu sehen sind. Manchmal sieht man aber auch DAK-Dioramen, die eher an Märchen aus 1001 Nacht erinnern, was natürlich Geschmackssache ist, aber ich halte es meistens für eher unpassend. Nach der Trocknung sah das Ganze dann so aus und es war keine weitere Bearbeitung erforderlich. Die Farbgebung und Textur des Wüstenbodens passen gut zum Fahrzeug und fügen sich überzeugend ineinander. Wie man sehen konnte, waren hierfür kein besonderes Geschick oder teures Material notwendig, es genügte die Kombination einfachster Materialien und Werkzeuge, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Natürlich sollte auch der Rahmen des Sockels attraktiv aussehen, damit nicht nur die Szene an sich etwas fürs Auge bietet. Ich bemale daher den Rahmen immer mit schwarzer Acrylfarbe, so bilden auf Ausstellungen und in der Vitrine meine Sockel und Szenarien immer ein einheitliches Bild. Falls euch schwarz nicht gefällt, könnt ihr den Rahmen auch ganz anders gestalten, hier gibt es keinerlei Regeln. Manchen gefällt eine Holzoptik, andere bevorzugen einen weißen Sockel oder lassen sich was ganz anderes einfallen. Da gibt's für eure Kreativität keine Grenzen. Ich finde, dass der Sockelrahmen eine Fläche ist, welche man auf irgendeine Weise nutzen sollte, um der Szene etwas mehr Kontext zu verleihen. In diesem Fall habe ich beschlossen, auf dem Sockel ein Afrikakorps-Ärmelband der Panzertruppe zu befestigen. Keine Sorge, es handelt sich hierbei natürlich nicht um ein Original, sondern um eine Reproduktion. Das Ärmelband wurde entsprechend zugeschnitten und dann mit Holzleim auf den Sockel geklebt. Reichlich Klebeband hielt alles in Position, bis der Leim getrocknet war. Ich finde, das wirkt sehr edel und macht an und für sich die schlichte Szenerie auch noch etwas interessanter. Gut, damit wären wir am Ende dieses Bauberichts. Wie ihr sehen konntet, arbeite ich gern mit einfachen Mitteln, um ohne allzu viele Umwege zu einem für mich zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Vielleicht konntet ihr ja ein paar Ideen aufschnappen und habt nun Lust, das mal auszuprobieren. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen und bitte lasst mich wissen, wie eure Erfahrungen damit waren. Ich bin immer neugierig darauf zu hören, was ihr so treibt und inwieweit meine Videos für euch hilfreich sind. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.